Ein Auto, das voll elektrisch fährt, in dem 7 Personen Platz haben, wo man 2,5 Tonnen Anhängerlast hat und das Ganze mit ordentlicher Reichweite von 3, 4, fast 500 Kilometern und das Ganze aufgeladen unterwegs, noch bevor alle 7 wieder von der Toilette runter sind. Das gibt's nicht? Doch, das gibt's. Steht hier hinter mir, stelle ich euch heute vor, Kia EV9. Und damit hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Ich bin Oliver und das hier hinter mir ist der neue Kia EV9. Und ich habe mich sehr auf den Test gefreut, denn das Auto hat mich neugierig gemacht. Aber bevor wir über den Wagen reden, so ein paar technische Details. Dafür habe ich hier unten mein iPad liegen, damit ich auch alles richtig sage. Der Wagen ist erstmal 5 Meter lang, seht ihr gleich von der Seite, und er ist 1,98 Meter breit. Das ist so ein typisches, ich sag mal, 10 Quadratmeter Auto. Ne? 5 mal 2 Meter sind 10 Quadratmeter. Da wohnt in Tokio eine 5-köpfige Familie drauf und wir fahren auf 10 Quadratmetern alleine durch die Stadt. Spaß beiseite. Der Wagen ist 1,78 Meter hoch und hat ein Leergewicht von 2,6 Tonnen. Kann man jetzt kritisch drüber denken, ob das die Zukunft der Elektromobilität ist, ob jeder so ein Schiff braucht, aber es gibt diese Anwendungsfälle, denn dieses Auto hat bis zu 7 Sitze, kommen wir gleich zu, und kann bis zu 2,4 Tonnen Anhängerlast ziehen. Das Interessante daran ist, da ist die 800 Volt Technik von Kia drin. Das heißt, wir reden über ein Auto mit einem 100 Kilowattstunden Akku, 99,8 Kilowattstunden genau, was einen Ladepeak von weit über 200 Kilowatt an der Ladesäule hat und insofern in 25 Minuten von 10 auf 80% aufgeladen ist, obwohl das ein 100er Akku ist. Also Riesenteil. Das Fahrzeug gibt es in 2 verschiedenen Konfigurationen mit reinem Heckantrieb. Dann hat es 204 PS, ist in 9,4 Sekunden von 0 auf 100, fährt 185 Spitze, darf dann nur 900 Kilo Anhängelast ziehen und hat eine Reichweitenangabe von 563 Kilometern WLTP. Zur echten Reichweite kommen wir noch. Und das hier hinter mir ist die GT-Line, die etwas sportlichere Variante. Die hat auch Allrad, das heißt, die hat einen Front- und einen Heckmotor, hat 385 PS, 5,3 Sekunden von 0 auf 100, fährt 200 Stundenkilometer Spitze. Dieser Koffer hier, diese Schrankwand, fährt 200 Stundenkilometer und darf die 2,5 Tonnen Anhängerlast ziehen und hat eine Reichweitenangabe von 505 Kilometern. Wenn da 7 Mann drin sitzen, hast du auch ordentlich Gepäck dabei. Bei 7 Sitzen sind es 333 Liter, die zeige ich euch gleich. Wenn man alle Sitze umklappt, gehen da 2318 Liter Stauvolumen rein. Also da kannst du fast zum Wohnmobil ausbauen. Was kostet der Spaß? 72.490 € ist die Preisempfehlung. Da geht's los. Die GT-Line, so wie sie hinter mir steht, 82.380 € plus ein paar Aufpreise, zum Beispiel für die Farbe. Die heißt übrigens Ocean Blue. Da klingelt doch was. Fisker Ocean machen wir demnächst auch wieder ein Video. Aber jetzt ist erstmal der Kia dran. So, und hier von der Seite zeigt sich das ganze Ausmaß des EV9. Was ist das für ein Trumm? Die 5 Meter sieht man hier, 3,10 Meter Radstand. Das ist eine reine Elektroauto-Plattform, 800 Volt Technik, super schnell aufgeladen und 7 Sitze. Und da liegt eben genau der Reiz des EV9. Da gibt es nicht viel Auswahl. Man kann den Tesla Model X noch dazu nehmen, den VW ID Buzz, der hat aber nur 5 Sitze, Mercedes EQS SUV könnte man nehmen, so in der Art, aber der ist, glaube ich, auch ein Tick länger noch. Also 5 Meter lang, aber 7 Sitze, Kofferraum, Anhängerlast und dann eben diese grandiose 800 Volt Technik, mit der das Auto wirklich mit, ich glaube, 240 kW, 210 oder 240 kW Ladepeak an der Ladesäule lädt. Das ist schon, ja, schon imposant. Genauso imposant wie das Auto. Das ist die GT-Line, die etwas sportlichere Geschichte. 21 Zoll Felgen mit 285er Reifen. Da gewinnst du natürlich keinen Reichweitenpokal mit diesen Riesenrädern, aber es sieht halt klasse aus und passt dann auch so, wie der Wagen dasteht. Das Ganze ist ziemlich hoch. Ich bin so 1,79, 1,80, 1,78 ist das Auto plus die Dachreling. Also das ist ein
Riesenkoffer. Innenraum schauen wir uns gleich an. Gehen wir erstmal zum Heck. So, das Teil ist so riesig, dass Jonathan schon an der Wand gequetscht steht und hier ist auch nicht so viel Platz. Ein Riesenteil. Ja, Kia EV9 von hinten, richtige Präsenz. Die Farbe muss man mögen, das ist so ein blauer Metallic-Lack. Ocean Blau Matt Metallic gibt es auch in glänzend. Und jetzt gehen wir mal zu den inneren Werten und kommen mal langsam zu dem, was das Auto ausmacht. Das ist der 7-Sitzer. Es gibt das Auto als 6-Sitzer. Dann hast du in der zweiten Reihe 2 einzelne Sitze und einen 7-Sitzer. Zeige ich euch Ihnen gleich, das ist der 7-Sitzer. Und wenn man alle 7 Sitze aufstellt, bleiben hier hinten 333 Liter Kofferraumvolumen. Es gibt ein kleines Schmuggelfach für die Gepäckraumabdeckung hier unten und das Tire Fit Kit. Das ist hier unten untergebracht. Das finde ich ganz gut, dass die Gepäckraumabdeckung hier nicht so rumschwabbelt. Und ansonsten ist das dein Kofferraum, wenn du zu 7 fährst. Und dann kann man natürlich hier drauf drücken. Das geht alles elektrisch. Und schon klappt das alles vor. Auch die Kopfstützen klappen vor. Und dann hast du, ich glaube, 880 oder sowas Liter Kofferraumvolumen. Wenn du jetzt zu 5 fährst, hier kannst du richtig verreisen. Da ist richtig Platz. Und dann kann man nochmal drücken und kann auch die beiden vorderen noch umklappen. Und jetzt hast du fast 2400 Liter Stauraumvolumen. Das ist schon, ich würde mal sagen, dieses Auto ist so groß, da müsste eigentlich ein Echo drin sein. Hallo Kia! Kommt nicht. Ich würde sagen, das Auto ist so riesig, es hat ein eigenes Wetter und eine eigene Zeitzone. Das ist schon ein irres Teil. So, ich drücke mal hier drauf. Nein, das muss man von Hand hoch machen, aber die dritte Sitzreihe kann man machen. Hier hinten sind Steckdosen. Wenn man eine Kühlbox hat, kann man hier Strom abzapfen. Hier links kann man noch Strom abzapfen. Also guck mal, Jonathan, hier ist eine normale, Moment mal eben, so, eine 230 Volt Steckdose für eine Kühlbox oder Notebook aufladen. Und hier auf der Seite ist auch noch eine 12 Volt Steckdose, sodass hier also Strom für Zooösen, hier ist eigentlich soweit alles da. So, gehen wir weiter rum. Ja, dann kommen wir zur Ladebuchse und zum Aufladen des Kia. Die Ladebuchse ist hier hinten rechts. Das wird immer von euch kritisiert. Ja, da hinten kann ich sie nicht gebrauchen, da komme ich in meiner Garage sowieso nicht raus. Dieses Auto ist so groß, wenn du so eine kleine Garage hast, wirst du in dem Auto übernachten müssen, weil du gar nicht aussteigen kannst. Also hier einmal getippt ist die Ladebuchse hinten rechts. Kann man jetzt drüber denken, was man will, ob das praktisch ist oder nicht. Aber hier ist sie halt, motorisierte Ladeklappe. Wechselstrom und Gleichstrom an der Gleichstromsäule, wie gesagt, über 200 kW Ladeleistung mit der 800 Volt Technik in 25 Minuten von 10 auf 80%. Das heißt, wenn alle 7 Mann den Sanifairbaum gezogen haben, bevor die alle fertig sind, ist der Wagen schon wieder abfahrtsbereit. Gut, weiter geht's. Und dann sind wir einmal rum ums Auto und sind wieder vorne bei dieser imposanten Front. Die ist komplett geschlossen und hat hier so ein paar Applikationen in der GT-Line. Das hier ist übrigens eine Öffnung, die man öffnen und verschließen kann. Das heißt also, wenn die Kühlung hier hinter nicht gebraucht wird, verschließt der Kia EV9 diese Kühlöffnung und ist sowas etwas windschlüpfriger. 0,29 ist der CW-Wert. Der ist aber vielleicht nicht ganz so interessant wie diese schiere Erscheinung, die Stirnfläche, die da im Wind steht. Das sieht man nachher beim Verbrauch auf der Autobahn. Also, ja, imposante Front, wenn sowas daherkommt. Tolles LED-Licht, eine schöne Lichtsignatur hier mit LED-Einzellichtern. Das ist kein Matrix-Licht, das ist ein Voll-LED-Licht. Und schick gemacht, muss man wirklich sagen. So, und der Wagen hat einen Frunk. Endlich mal wieder ein Auto mit einem Frunk. Ich mache das mal auf. Der Frunk ist allerdings nur groß genug für das Ladekabel. Da muss man hier zweimal drücken und das ist auch so gemacht, dass man nicht noch etwas entriegeln muss, sondern man drückt zweimal und dann kann man dieses hier öffnen. Ja, und das ist der Frunk. Schaut mal her, hier kann man also so ein bisschen Ladekabel und Verbandskasten, Warndreieck, das passt hier alles rein und das war's dann. Und das sind die Ladekabel und das hier ist der Adapter, den wir auch schon von anderen Kia-Fahrzeugen kennen. Mit dem kann man an der Ladebuchse Strom rausziehen. Das heißt, den kann man hinten auf die Ladebuchse stecken. Und dann hast du hier auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wie das war, musst du, glaube ich, so runterklappen, hast du ein On-Off. Da hast du eine Steckdose und dann kann man
daran Strom abziehen. Theoretisch kann man sein Haus damit versorgen oder man kann beim Camping irgendwelche Elektrogeräte anschließen. Wenn du einen Wohnwagen hast, kannst du praktisch beim Camping deinen Elektrogrill oder die Lampe oder was auch immer mit dem Strom aus dem Kia bedienen, solange bis ein bestimmter Akkustand erreicht ist. Das kann man einstellen, sonst, damit man noch Strom hat zum Fahren. Jo, Klappe zu, Affe tot. Dann ist schon imposant, ne? Ja, würde ich sagen, steigen wir ein und schauen uns den EV9 mal von innen an. Hinein in die gute Stube, in den Kia EV9, und ich mache mal hier ein bisschen den Wagen an, damit wir ein bisschen Action hier für euch haben. Handy kann hier in eine Ladeschale hinein. Das Fahrzeug hat drahtlos Apple CarPlay, also ist voll auf der Höhe der Zeit. Was erstmal gut ist, sind die Sitze. Es ist ein unheimlich komfortabler Sitz, den man sich auch sehr vielfältig einstellen kann. Das zeige ich euch gleich beim Beifahrersitz. Da kann Jonathan das etwas besser filmen. Gut gemacht, wertige Materialien. Da, wo ich anfasse, ist alles wertig, alles gut, alles so ein bisschen unterschäumt, kein großes Hartplastik. Viele sozusagen, die Sitzposition ist gut, das kann ich mir natürlich auch vielfältig einspeichern und einstellen und auch speichern. Was mir ein bisschen Fille ist, sind die Tasten am Lenkrad. Da habe ich jetzt so nach 2 Tagen ein bisschen gebraucht. Diese ganzen Tasten, das ist doch ein bisschen sehr aufmerksamkeitsheischend am Anfang, dass man ein bisschen gucken muss, wo ist jetzt welche Taste, kann man sich aber wahrscheinlich auch schnell dran gewöhnen. Hier oben auf dem Lenkrad ist dieser Aufmerksamkeitssensor, der bei der Fahrt mehrfach angeschlagen hat, weil ich natürlich, wenn es neu ist, guckst du natürlich erstmal, wo ist was, wo ist welche Bedienung, und dann sagt er, achte auf die Straße. Das sehen wir gleich. Das Fahrzeug hat, wie gesagt, tollen Sitzkomfort. Ich kann mir das alles toll einstellen und es ist alles gut. Das Menü kennen wir so ein bisschen von anderen Kia-Modellen. Auch die Bedienung hier. Hier in diese Leiste ist praktisch die Bedienung schon eingelassen. Man drückt hier drauf auf Home oder auf Map. Das ist wirklich nur so eine Oberfläche, die man dann drücken kann, und kriegt auch so ein haptisches Feedback, wenn man gedrückt hat, aber es ist kein Knopf mehr, man kann hier so glatt rüberwischen, aber man muss drücken, es ist also kein Touch, sondern du musst richtig tippen. Hier drunter sind die Tasten für die Klimatisierung und die Lautstärke-Taste. Mit diesem Layout bin ich so optisch nicht ganz so hundertprozentig glücklich, aber nun denn. Ich gucke auf 3 Bildschirme, 2, ich glaube 9 Zoll, Bildschirme, hier einer und in der Mitte ist noch ein dritter Bildschirm, so hochkant, auf dem die ganze Lüftung, Heizung stattfindet. Und da bin ich jetzt nicht so mit warm geworden, weil wenn ich so sitze, ist dieser Part genau hinter diesem Lenkradstück. Also ich sehe das gar nicht. Ja, ich kann das sehen, und das versteckt sich genau hinter diesem Lenkrad. Muss ich noch mal gucken. Das zweite, womit ich noch so ein bisschen gehadert habe, ist die Teil hier unten. Den Kia EV9 musst du anmachen. Also der hat so einen monströsen Schlüssel, den man natürlich Keyless Go nur in der Hosentasche haben muss, aber es ist schon ein ziemliches Teil hier. Wenn man dann einsteigt, muss man hier unten einmal draufdrücken auf diesen Knopf. Das haben viele Elektroautos heute auch nicht. Wenn du die öffnest und einsteigst und die Bremse drückst, sind sie einfach an. Hier musst du tatsächlich nochmal drücken. Und dann kann man hier die Fahrstufe einstellen mit Drive oder rückwärts. Auch das, finde ich, ist so ein bisschen unglücklich gemacht. Da hätte man vielleicht irgendwo anders einen Schalter haben können. Alles jammern auf hohem Niveau. Alle anderen Funktionen erkläre ich euch, wenn wir gleich fahren. Was der Kia EV9 mittlerweile hat, was wirklich gut ist, ist auch das Thema Ladeplanung. War ja am Anfang bei Kia nicht so. Wenn man jetzt also sagt Map und wir wollen nach, sagen wir mal, Meran, das ist ja immer so mein Sehnsuchtsziel. Merano, Rolf Meran, ja, Eis Meran, natürlich nicht. Wenn ich Italien eingebe, mal sehen, ob das ist natürlich dann doof, auch nicht. Nehmen wir mal Algund, das ist daneben. Das finde ich schon schade. Bei Meran würde ich als erstes an Meran denken und nicht an irgendeine Meraner Eisdiele. Jetzt kommt hier Algunder Weg, drücken Sie OK, um zu suchen, oder andere. Ja, schade. Dann nehmen wir einen anderen, damit wir hier weiterkommen im Moment. Nehmen wir mal München. Ja, München. So, ich tippe jetzt irgendwas. Also
Auf jeden Fall etwas, was außerhalb der Reichweite momentan liegt. Wir haben 48% im Akku, 175 Kilometer Restreichweite. Und wir sagen mal, wir wollen nach München als Ziel festlegen. So, dann dauert das einen Augenblick. Hier sieht man schon so ein bisschen, da sind wir, da geht's hin. Er rechnet einen Augenblick und dann sagt er mir, du musst laden unterwegs. Drückt man einfach auf Ja und dann kriegt man eine Route mit einer Ladeplanung. Kriegt sogar 2 zur Auswahl, schnellste und Komfort. Ich glaube, das wird sich auf dem Weg, ist ein Ladevorgang, Lade und so weiter und so fort. Ladestation suchen. Also hier sieht man jetzt praktisch, Wird gestartet. wunderbar, hier sieht man praktisch die Route. Moment, jetzt habe ich sie natürlich schon wieder verbaselt. Und hier sieht man die verschiedenen Sachen. Da wir jetzt nicht voll sind, würde er in unmittelbarer Nähe schon mal laden. Und dann sind es hier 1, 2, 3 Ladestopps. Dann sind wir in München. Kann ich mir das irgendwie hier anzeigen lassen? Nein, wahrscheinlich nicht. Gut, okay. Also Ladeplanung kriege ich. Das heißt im Grunde genommen, kann ich mich reinsetzen und losfahren. Das Auto sagt mir, wann wir wo laden. Ich kann das auch filtern, kann also sagen, ich will nur eine bestimmte Marke haben, ich will nur bei Ionity laden oder ich will nur dies, das, jenes machen. Das ist alles super komfortabel. Und apropos Ionity, der Wagen hat auch Plug and Charge. Das heißt, man kann seine Bezahldaten hier hinterlegen und an Ionity zum Beispiel wie beim Tesla nur den Stecker reinstecken, brauchst keine Karte. Das macht das alles automatisch mit den Daten, die hier hinterlegt sind. So, Sitzposition komfortabel. Ich gehe jetzt mal rüber auf den Beifahrersitz und zeige euch, was hier vom Sitzkomfort ist möglich ist. So, auf dem Beifahrersitz kann man das ganz gut zeigen, weil Jonathan hier steht, was hier alles möglich ist. Hier ist eine richtige Klaviatur. Das ist die normale Sitzverstellung, vorwärts, rückwärts, hoch und runter. Das kann ja jeder. Eine Rückenlehne verstellen kann auch jeder. Das ist die Lordose-Stütze, dass ich also so ein bisschen Unterstützung im Kreuz bekomme von dem Fahrzeug. Was interessant ist, ist das Teil hier. Wenn ich das antippe, dann seht ihr, dass hier vorne eine Unterstützung für die Unterschenkel rauskommt. Ja, geht so bis da ungefähr. Dann kann ich also schon mal so etwas halb bequem sitzen als Beifahrer. Das hat der Fahrersitz übrigens auch. Ich zeige euch das aber hier, weil das besser geht. Und dann gibt es hier tatsächlich diese Taste. Das ist so die, ich sag mal, Zahnarzttaste. Wenn der Ladestopp ansteht und man hat ein bisschen Zeit, kann man da drauf drücken. Das heißt, jetzt bekommen wir eine Halbliegeposition. Bin noch da. Ja, der Sitz ist, also die Sitzfläche ist so gekippt. Diese Unterschenkelgeschichte ist ausgefahren und mein Sitz ist so ein bisschen nach hinten. Ich habe eine tolle Nackenstütze, die super weich ist und kann jetzt so ein bisschen wegdösen, während der Wagen lädt. Aber bei den Ladegeschwindigkeiten, die das Auto hat, kann man hier nicht lange schlafen. 25 Minuten, dann bist du von 10 auf 80%. Das muss man erstmal bringen. So. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man hinten sitzt. So, und das hier ist hinten. Ist fast schon wie im Kino. Man sitzt hier super duper bequem. Ich habe übrigens auch eine Sitzheizung und eine Sitzbelüftung hier hinten. Irre, oder? Habe ich vorne auch. Vorne ist Sitzheizung, Sitzbelüftung, Massageprogramm, das ist alles dabei. Hier hinten habe ich Sitzheizung und Sitzbelüftung. Ja, Platzverhältnisse üppig, mehr als üppig. Ich kriege auch die Füße hier drunter und habe auch ein bisschen Unterstützung hier unten unter den Oberschenkeln. Das ist alles irre. Cupholder habe ich dabei, Ladebuchsen habe ich jetzt auf die Schnelle noch nicht gefunden. Ist glaube ich hier oben. Hier oben kann ich die Klimaanlage einstellen. Ja, habe also eine eigene Klimazone hier auch Lüftungsausströmer, damit mir im Sommer nicht zu heiß wird. Leselampe, alles dabei. Und ich kann auch die Rückenlehne so ein bisschen in der Neigung verstellen, je nachdem, wie ich das haben will. Und sitze super bequem. Ein Griff zum Einsteigen, damit man hier reinkommt, oder zum Festhalten während der Fahrt. Ach, hier an der Seite, hier sind in dem Sitz sind die USB-Buchsen drin. Kriegst du das drauf, Jonathan? Da sind die drauf. Also das ist ganz geschickt gemacht. Was sie auch geschickt gemacht haben, ist, dass für den Beifahrersitz hier eine Sitzverstellung dran ist. Das heißt, wenn ich als hier hinten Sitzender von diesem Beifahrersitz genervt wäre, könnte ich tatsächlich hier mit einem Griff die Lehne anders einstellen und mir mehr Platz verschaffen. Finde ich ganz geschickt. Kann man den Beifahrer ärgern, aber wenn da keiner sitzt, kann man sich hier hinten Platz verschaffen. Gut, 3 Mann können hier sitzen und das auch super bequem. Was denn hier? Privacy? Ja, also wenn der Kanzler mitfährt, dann kann man hier die Scheiben
verdunkeln. Gut, dann schauen wir mal in die dritte Sitzreihe. Weil bei 7 Sitzen, die Frage ist immer, wie komme ich da hin? Das hat Kia ganz einfach gelöst. Man betätigt einen Knopf, der hier oben drauf ist. Dann entriegelt sich quasi dieser Sitz und dann kann ich ihn so ganz einfach nach vorne ziehen und habe hier einen super Entry nach hinten. Kletter ich jetzt mal rein. Und setze mich mal hier hin. Also, hier hinten habe ich auch die Möglichkeit, die Sitzlehne zu verstellen. Ich habe eine USB-Buchse, ich habe auch einen Getränkehalter. Und jetzt erahnt ihr natürlich, dass das Ganze hier ein bisschen eng wird. Und ich rutsche mal hier hinter dieses hier. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das ist also schon grenzwertig. Wenn man sich 2 Erwachsene hier vorstellt, ich weiß nicht, kriegst du das drauf, das ist schon brutal eng. Ich kann zwar meine Lehne verstellen. Ich vermute, man kann die Sitzbank hier noch nach vorne schieben. Das würde man dann machen, dass man das Ganze ein bisschen nach vorne schiebt, damit man hier hinten mehr Platz hat. Aber das ist eher was für Kinder. Kopfstütze habe ich. Grundsätzlich ist hier alles okay. Aber wie gesagt, für eine lange Strecke würde ich das, glaube ich, nicht mitmachen. Tja, ich sitze sowieso lieber gerne vorne und am liebsten am Lenkrad. Und das machen wir jetzt. Wir fahren eine Runde mit dem EV9. So, Jonathan, legen wir los? Jo. Auf geht's, ja. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich dieses Auto erst seit 2 Tagen habe und wir drehen relativ früh. Normalerweise fahre ich ein paar Tage, bevor wir drehen. Das liegt aber nicht an mir, Jonathan, das liegt an dir. Der gute Jonathan hat wieder Pläne und ist unterwegs und das gönne ich dir von Herzen und deshalb müssen wir heute drehen, denn heute Nachmittag geht es schon wieder weiter. Ne? Vielen Dank. So, dann legen wir mal los, fahren hier aus dem alten Dorf raus und machen unsere übliche Tour. Als erstes fahren wir mal hier auf die Rüttelstrecke und ja, also von der Sitzposition, auch mit dieser Haube, über die wir rüber gucken, hier, ich weiß nicht, kriegst du das drauf? Total so der Blick, wie man guckt also das erinnert mich so an Range Rover. So Range Rover Discovery oder auch der große, da guckst du genauso, sitzt du genauso, nur dass das Glashaus noch ein bisschen höher ist und die Fensterlinie niedriger, aber so dieser Blick über diese kerzengerade, riesengroße Haube ist der gleiche. So, jetzt hobbeln wir hier mal über unsere Hobbelstrecke und boah, das ist schon, das was hier klirrt, ist der Garagenöffner und die Schlüssel. Ja, das ist schon überragend, ne? Oder? Sehr smooth. Also, genau. Also hätte ich auch nicht anders erwartet von nee, aber das ist schon ein großes Kino, wie der Wagen hier rüber gleitet über diese völlig unebene Kopfsteinpflasterstraße, die wir hier immer im Dorf benutzen, um uns so einen ersten Eindruck zu verschaffen über das Fahrgefühl. Und dann kommen wir auch schon zu dem, was ihr hier im Hintergrund hört. Es piept und gongt die ganze Zeit. Das werden wir gleich noch weiter sehen. Das ist klar, dass sich 2 große Fahrzeuge an der engsten Stelle der Straße treffen, ist völlig normal. So. Und dann noch mit dem Handy am Ohr, Mensch, Leute. Ja, also dieses Fahrzeug ist natürlich ausgestattet mit den üblichen Warn- und Assistenzsystemen, die man heute so hat. Dazu gehört ein Geschwindigkeitswarner, der mich also warnt, wenn ich die Geschwindigkeit übertrete. Und das tut er schon bei 1 km/h zu viel. Hier ist 30, er würde also bei 31 schon anfangen zu blinken und bei 33 gongt er schon. Und auch wenn das faktisch richtig ist, was er da macht, im Alltag stört es doch ein bisschen, das muss ich ehrlich sagen. Dazu kommen verschiedene andere Töne. Wenn du, so wie jetzt, aus einer 30er-Zone in eine 50er-Zone fährst, dann gongt es einmal, um mich darauf hinzuweisen. Und ich habe natürlich die Einblendung der Geschwindigkeit hier. Jetzt kommen wir wieder in eine 30er-Zone. Da haben wir dann meistens wieder einen Gong. Ja, Ding, um mir zu zeigen, du bist in einer 30er-Zone. Ich fahre jetzt 33 und schon kommt der nächste Warnton. Kann man das deaktivieren? Ja, du kannst es deaktivieren tatsächlich. Allerdings ist es in den Menüs drin. Das ist also schon ein bisschen Arbeit, das zu deaktivieren. Und wenn du es deaktiviert hast und den Wagen verlässt und wieder startest, ist alles wieder da. Und das ist leider Vorschrift so in der heutigen Zeit. Aber
Ja, was soll man machen? Ist leider, wie gesagt, Ding, der nächste. Jetzt rascheln hier unsere Schlüssel und so drin, okay. Aber das ist etwas, was ich finde, was an diesem Wagen auffällig ist. Das ist bei vielen Asiaten so, gerade bei den Chinesen. Da der nächste, ja, ich fahre auch nicht 50, ich fahre 52. Und es ist so, als hättest du einen Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz. Das Problem an der Sache ist, dass die Geschwindigkeitserkennung in diesem Auto sehr gut ist, aber sie ist nicht fehlerfrei. Und an mancher Stelle trifft sie eben auch Fehlentscheidungen. Ding, wir dürfen 70 fahren und ich fahre jetzt mal 69, 70. Da bleibt er dann ruhig. Fahren wir mal 71, 72. Jetzt fängt er hier an, im Display zu blinken. Ja, nochmal. Und ich glaube, bei 3 liegt zu viel, also 73, da kriegst du den Gongton. Mal gucken, das sind 73. Da kommt der Gongton. Ist so, schöne neue Welt. Nehmen wir meinen Schlüssel hier raus, dann haben wir diese Geräusche nicht von den Sachen. Das ist so. Das ist Vorschrift von der EU. Ich glaube, noch ist das abschaltbar und ich glaube, ab dem Jahr sowieso sind diese Funktionen nicht mehr abschaltbar. Okay. Das ist dann der Moment, wo ich mir tatsächlich einen Oldtimer kaufe. Ich habe ja noch einen Oldtimer in der Garage und das ist wirklich auch ein Stück weit Erholung, in einem Auto zu fahren, weißt du auch. Du hast auch einen Oldtimer. In einem Auto zu fahren, was keinerlei elektronischen Fahrhilfen hat, nicht piept, nicht gongt. Alles noch richtiges Fahren. Wo du richtig fahren musst. Ich sehe auch den Sinn dahinter. Aber vielleicht könnte es ein bisschen mehr, vielleicht entwickelt sich das ja noch weiter und man hat ein bisschen mehr Toleranz, bis es ein nerviger Ton wird. Weil, also ja, bei 73 wird ja auch noch nicht geblitzt. Also das ist ja. Nein. Das ist auch schon ein bisschen sehr nervig. Ja, es ist so ein bisschen praxisfremd, weil wenn du in einer Großstadt wie Hamburg unterwegs bist, natürlich gibt es die 50 Stundenkilometer innerorts und das ist mir alles klar. Aber mit exakt Strich 50 gewinnst du in Hamburg keinen Blumentopf. Die meisten fahren einen Tick drüber. Also das war 51, ne? Und ding, ding, schon habe ich wieder den. Es ist so der mahnende Zeigefinger, du. Ja, und ich habe das tatsächlich, da bin ich mal sehr gespannt. Es gibt bei uns in Marmsdorf, wo ich wohne, gibt es so eine Kurve, da ist Tempo 30. Und hinter der Kurve kommt eine Querstraße und ab da gilt die 30 ja nicht mehr. Weil dahinter der Querstraße müsste dann noch ein Schild sein mit 30, ist aber nicht. Und das raffen diese Autos alle nicht. Die bleiben dann weiter bei 30. Das heißt, das Auto nervt dich, obwohl 50 ist, nervt es dich, dass du zu schnell fährst. Und solange das so ist, bin ich da nicht unbedingt ein Freund von. Wenn, dann muss das gut funktionieren. Das Gleiche hatten wir neulich mit unserem Smart Hashtag One, den mein Vater fährt. Da waren wir in Lüneburg unterwegs auf der Autobahn. Und wenn man in Lüneburg auf die Autobahn fährt, das ist einfach eine Bundesstraße, auf der ist Tempo 100. Und dann kommt dieses blaue Schild Autobahn. Ja? Und ab da ist frei. Und die Kiste hat aber dann immer noch die 100 im Ohr. Das heißt, du fährst auf einer Autobahn ohne Tempobeschränkung und der Wagen nörgelt die ganze Zeit bis Hamburg, dass du 100 fahren sollst, weil er noch von der Landstraße die 100 hat und nicht rafft, dass dieses Autobahnschild, dieses blaue, heißt, du darfst jetzt so fahren, wie du willst. Hier das gleiche Spiel. 40 ist hier. Der Wagen sagt mir, ich soll 40 fahren. Ich fahre 44. Das ist ihm natürlich jetzt nicht geheuer. 43. Machen wir das mal. Wir fahren mal die 40. Ist ja auch eine scharfe Kurve. So, und jetzt bin ich gespannt, wenn wir auf der Autobahn sind, wann er von diesen 40 loslässt. Noch habe ich die 40 hier im Display. Jetzt bin ich auf der Autobahn. Achso, das ist relativ einfach für ihn, weil da hinten eine 130 dran steht. Aber er nörgelt jetzt noch mit 40 rum. Ich bin schon lange auf der Autobahn. Jetzt kommen die 130. Also du merkst, dieses ganze Gepiepel, Gegongel. Ja, das wird sich ja in den nächsten Jahren sich noch weiterentwickeln. Es ist dann nicht mehr, dass es dann praxisnah ist und echt so ultra nervt. Ich hoffe, dass das so ist. Ich habe vor 2 Jahren auf einer Fahrveranstaltung mit einem Verantwortlichen von einem Autohersteller zusammengesessen und der hat mir erzählt, es gibt tatsächlich Diskussionen, dass die Autohersteller das nicht mehr zulassen, dass du zu schnell fährst. Also wenn das Auto 50 entdeckt hat, dann ist die Frage, was lässt der Autohersteller zu? Lässt er zu, dass du theoretisch 150 fahren kannst oder nicht? Na, weil am Ende baust du ja einen Unfall, wenn du zu schnell bist, und überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen.
Und natürlich hat man recht, aber wenn es so weit ist, dass das Auto dann in einer 50er-Zone auch nur noch 50 fahren will, ich weiß nicht. Und das darauf basiert, dass es falsch erkannt hat. Wenn es das dann falsch erkennt? Dann ist es halt super nervig. Ja. So, er hat jetzt 80. Jetzt muss ich runter auf 80, bevor er das nächste Mal gongt. Da hat er mich schon wieder am Wickel. Also, aber sind wir mal davon abgesehen, dass es hier immer gongt und piept, das haben ja viele Autos. Also was hervorzuheben ist, ist erstmal dieser grandiose Fahrkomfort. Na, also der Wagen liegt toll, er fährt sehr entspannt, man sitzt gut, kann sich das gut und kommod einstellen und ist ein tolles Reiseauto bestimmt. Also wie gesagt, bin noch nicht so weit gefahren damit, aber ich kann mir vorstellen, wenn man hier so mit der Familie die Urlaubsreise startet, mit den Platzverhältnissen und dem Fahrwerk, das ist schon cool. So, schauen wir mal hier. Ist auch relativ leise, finde ich. Ja. Obwohl der Wagen, das ist jetzt die GT-Line, der hat ein Glasschiebedach. Ich kann also hier über mir, habe ein kleines Schiebedach, das kann ich auch öffnen. Nicht so weit wie beim Fisker, wo man das ganze Dach öffnen kann, sondern so ein klassisches Schiebedach. Kann es auch verdunkeln. Wir haben jetzt die Verdunklung weg, damit wir ein bisschen Licht haben. Und tatsächlich, aber die Geschwindigkeitswarnung ist nur einmal. Ne? Also wenn die Geschwindigkeit kommt, warnt er dich einmal und dann hört er auf. Ja. So, jetzt ist die Geschwindigkeit frei. Mal sehen, was er macht. Klingen, jawohl. Jetzt können wir mal fahren. Mal gucken, was so geht. Tipp mal ein bisschen drauf. 130, 160. Ach nee, das ist die Reichweite. Entschuldigung, 158, 160. 200 sind angegeben für das Auto. Mal sehen, ob das hier noch passt. Aber das ist natürlich dann auch ein Riesenkoffer, den du hier durch den Fahrtwind schiebst. Ja. So, aber der geht, marschiert. Ich bin jetzt im Fahrmodus normal, also noch nicht mal sportlich. Jetzt wird es ein bisschen lauter mit den Spiegeln hier. 80 bei Nässe, ist nicht, ist trocken. 187. Will ich 200 noch hinkriegen. Ja, also der geht ziemlich stramm auf die 200 zu, das schafft er ziemlich locker. Es ist unglaublich, was die Motoren für Kraft haben. Das schon wirklich schnell. Und dabei aber ganz sicher, ne? Also ich sag mal, wir haben jetzt 155. Ich muss nicht viel machen, ich muss nicht viel lenken. Der Wagen hält so wirklich seine Spur. Ich ziehe da 80. Was der Wagen auch hat, ist so eine Art 80 bei Nässe, du Onkel. Aber es ist keine Nässe. Guck mal, das ist schon wieder so ein Ding. Er hat jetzt die 80 drin, die Straße ist knochentrocken, die Scheibe ist trocken und er warnt mich hier, ich soll 80 fahren. Dabei ist 80 bei Nässe. Was er auch hat, ist Tempomat mit Abstandsradar, wie so ein, sag mal, bei Tesla heißt das Autopilot. Ich weiß nicht, ob du das einfangen kannst. Ich habe hier eine Taste am Lenkrad, ich fahre ein bisschen langsamer. Hier ist jetzt auch nass, aber hier ist auch die Tempolimit. Also hier habe ich eine Taste, kann ich es einstellen. Und hier oben habe ich eine Anzeige, was der so macht. Und ich muss mal eben kurz hier an dem LKW vorbei, dann haben wir unsere Ruhe. Und so, er hat jetzt hier 148 eingestellt. Die kann ich hier runterstellen auf meinetwegen 130 Richtgeschwindigkeit. So, 130 habe ich eingestellt. Hier heißt er, dass alles okay ist. Da heißt er, dass es eigentlich auf die Straße gucken soll. Also es ist relativ still gegangen. Und jetzt kann ich im Prinzip, muss das Lenkrad festhalten, ja, aber ich kann mich relativ entspannt zurücklehnen. Und der Wagen hält die Spur, er hält die Geschwindigkeit, er hält den Abstand zum Vordermann. Und so kann ich natürlich super bequem verreisen. Ich habe ja 2 Finger am Lenkrad, damit er weiß, dass ich da bin. Und jetzt seht ihr hier eine Kurve. Ja, Straßenautobahn macht eine Kurve. So, und da fährt er halt drumherum um die Kurve. Also er bleibt in der Spur. Hier ist so, hier ist 120, ich fahre 130. Das macht er jetzt nicht, dass er von 130 automatisch auf 120 runtergeht. Ich schätze mal, das haben viele Autos, das kann man einstellen. Habe es jetzt noch nicht gefunden. Ich gehe mal manuell auf die 120. So, und jetzt kann man hier so ein bisschen hingleiten. Dieser Spurhalteassistent, der mich hier praktisch auf der Spur hält, das ist alles ganz nett. Mit dem habe ich in der Stadt sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich sagen. In der Stadt hat mich dieser Spurhalteassistent ein bisschen genervt. Das ist so, als wenn immer einer mitlenkt, dir mit ins Lenkrad greift. Du kämpfst an mancher Stelle, kämpfst du wirklich gegen das Ding an. Zum Beispiel haben wir vom Elbtunnel eine Baustelle.
Wenn du da fährst, dann hast du tatsächlich wirklich immer zu tun, weil in dieser Baustelle mit diesem breiten Auto, das ist Arbeit. Und wenn du schon kämpfst, in der Spur zu bleiben und das Auto kämpft auch noch anders, das war ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten, wie gesagt, Sitzposition gut, Fahrgefühl ist toll, Beschleunigung ist klasse. Wir sind nur im Normalmodus gefahren. Man kann hier unten unter Drive Mode den Fahrmodus verstellen. Man kann auch Sport einstellen. Dann hast du die volle Power, den vollen Punch, der auch sehr angenehm ist. Das ist nicht so ein Brutalo-Punch, wo dir der Nackenmuskel wehtut, sondern das ist schön in Szene gesetzt, geht richtig gut los. Und ja, halt die Klappe hier. Ich fahre doch nur mit. Und wie man sieht, mich überholt gerade wieder einer, bin ich hier auch nicht der Schnellste. Halt mich hier an die Verkehrsregeln. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich drücke mal den Drive-Mode auf Sport. Man merkt sofort, der Wagen ist sofort da, sofort aggro. Und ich gebe mal Gas. Also jetzt auf der Autobahn ist der Unterschied zwischen Sport und Normal nicht so dramatisch. Aber wenn du so in der Stadt an der Ampel stehst, ist das schon ein großer Unterschied, wenn du den Sport reinstellst, was der dann so an Beschleunigung vom Teller zieht. Ja, von der Reichweite her, wir haben jetzt 41% State of Charge, 147 Kilometer Restreichweite werden mir angezeigt. Das Auto ist mit rund 500 Kilometern Reichweite angegeben und ich habe so ein Gefühl dafür und ich habe mir auch so ein paar Videos von Kollegen angeguckt, wie weit die so gekommen sind. Also die Wahrheit scheint irgendwo zwischen 300 und 400 Kilometern zu liegen. Im Winter, wenn es wirklich kalt ist, bist du so bei 300, kurz über 300. Und auf Langstrecke, Autobahn, wenn du dich ein bisschen am Riemen reißt, bist du so bei 400 ungefähr Kilometern Reichweite. Das heißt im Umkehrschluss, dass du auf der Autobahn schon so mit 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer im Schnitt rechnen musst. Das ist eben der Größe und der Stirnfläche dieses Autos geschuldet. Der Wagen ist jetzt noch nicht leer. Wir haben, wie gesagt, im Moment 40% State of Charge. Ich drehe mal hier um. Wir fahren mal an eine Ladesäule und gucken mal, was so geht. Ich habe den Wagen noch ein paar Tage. Ich fahre noch ein bisschen. Vielleicht machen wir noch ein kleines Video, was ich nachschiebe mit den Eindrücken, die ich noch so während der Tage gewonnen habe. Jetzt geht es ja darum, erstmal den ersten Eindruck für euch zu zeigen mit dem Kia EV9. Und schauen wir mal. So, auf zur Ladesäule. So, jetzt sind wir an der Ladesäule angekommen und schauen mal, was hier so abgeht. Ich habe diese Ladesäule in die Navigation eingegeben. Das heißt, ich habe gesagt, wo ich hin will, nämlich zu dieser Allego-Ladesäule. Und dann passiert das, ich hoffe, das könnt ihr erkennen. Hier seht ihr so ein kleines Symbol, wie so eine Heizspirale neben dem Akku. Das heißt, der Akku wird jetzt vorbereitet auf die Ladung. Das macht das Fahrzeug von alleine. Ich kann entweder manuell sagen, vorkonditioniere mir den Akku, oder er macht es alleine, wenn ich eine Ladesäule eingebe. Deshalb ist es bei Elektroautos eigentlich immer wichtig, dass man sagt, wo man hin will, damit das Auto das weiß. Ich habe auch im Menü, zeige ich euch mal hier die Funktion EV. Da kann man sehen, was passiert. Wir haben jetzt noch 32% State of Charge. Die Ladesäule von CityWatt in diesem Fall ist hier unmittelbar neben uns. Und hier kann man mit der Statistik so ein bisschen sehen, was da gelaufen ist. Wofür wir jetzt Energie verbrauchen, im Prinzip hauptsächlich fürs Fahren, bisschen Elektronik, bisschen Klima und die Akkupflege. Die zieht tatsächlich 4 kW Leistung. Dann hat er aber auch entsprechend die volle Ladeleistung. Ne? Also wenn man das jetzt weglässt, kommt drauf an. So, Energieverbrauchsdaten, wenn ich da drauf tippe, dann seht ihr, was so ein bisschen los war. Die letzte Fahrt war so Richtgeschwindigkeit 120 bin ich vielleicht gefahren. Dann bin ich bei 22 Kilowattstunden Verbrauch. Da habe ich mal Gas gegeben, da waren wir bei 40, hier sind wir bei 24, 34, 23, 20, 20. Also ihr seht, das Auto fährst du mit 20 mindestens, und wenn du eben so, das ist die Überführungsfahrt zu mir gewesen von dem Herrn, der mir das Auto gebracht hat. Hier bist du teilweise auch bei 30, bei 24, also so in dem Bereich spielt sich der Verbrauch ab. Hier wieder 30, 26, 26, ne? Autobahnfahrt 26, 50, da wurde mal irgendeiner Gas gegeben. 30, 26, also ich sage mal unter 20 ist wohl kaum zu machen mit dem Auto. Das sind die Verbräuche, auf die man sich einstellen muss, wenn man tatsächlich ein EV9 fährt. Ist ja auch ein Riesenschiff und dafür sind die 100 Kilowattstunden Akku da. So, ich habe eine Ladekarte. Wir steigen jetzt hier aus und stecken mal den Stecker rein.
So, und das sind die 5 Meter an der Ladesäule. Natürlich könnte ich noch ein kleines Stückchen zurückfahren, aber da ist so ein Bügel, da wollte ich nicht gegenticken und dann guckst du hier vorne schon raus mit deinem EV9. So, auf geht's, Ladesäule. Zack. Nehmen wir den hier. Jetzt kommt wieder die Diskussion, erst den Stecker reinstecken und dann die Ladekarte ranhalten oder ähnliches. Ich mache es mal so rum, es geht in beiden Fällen. Und CCS. Ich glaube, ich habe den falschen genommen, denn wir schauen mal, was da geht. CCS Hypercharging, da stand nämlich irgendwas von HPC. Ne, wir müssen den anderen nehmen. Ich muss das abbrechen. Ich habe den falschen genommen. Stopp. Die sind nicht gleich. Habe ich jetzt hier so im Tran. Ich wollte, weil wir hier stehen, auch den rechten nehmen, aber ihr könnt hier sehen, dass die beiden nicht gleich sind. Das ist der HPC, der kann die 800 Volt Technik, der hier kann nur 400 Volt. Also ich muss den nehmen. Und ja, ich weiß, ich stehe jetzt so ein bisschen über Kreuz, aber die Kabel sind lang genug. Den nehmen wir, HPC. Und halten die Karte ran und nehmen, hier steht es auch, ne? CCS HPC. Wenn wir 800 Volt haben, müssen wir den nehmen, sonst kriege ich die volle Ladenleistung nicht. So, 32% State of Charge. Und jetzt schauen wir mal, das dauert immer einen kleinen Augenblick, bis das hier hochläuft. Mal sehen, was der so bringt. Über 200 kW ist der Ladepeak, aber dazu müsste das Auto, glaube ich, leerer sein. Alleine das hier, wenn du mal guckst, wir sind bei 32%, sind 19 Minuten bis 80%. Ne? Also das ist schon irre. Da kannst du nicht mal einen Kaffee holen in der Zeit. Beschweren sich auch immer einige E-Autofahrer, wenn man so liest, neue Akkutechnologie, der Akku ist in 10 Minuten voll und so, das geht vielen schon zu schnell, ne? Weil man vor sich die Ladestopps. Meistens ist es auch so bei mir, ich bin als Mensch derjenige, der praktisch diesen Ladestopp dann verzögert, weil ich noch irgendwie telefoniere oder noch eine E-Mail beantworte oder ähnliches. Meistens bin ich derjenige, wegen dem es dann länger dauert. So, jetzt kannst du hier schön sehen, der läuft also hoch. Da kannst du das sehen hier, 170, 180, 190. Immerhin ein Drittel voll, ne? Bei 30% State of Charge haben wir hier 200 kW Ladeleistung. Da bleibt er jetzt so dran hängen. Irre. Als Fisker-Fahrer träumst du davon. Und auch als Fahrer vieler anderer Autos. Also 200 kW, ja, zieht er durch. 200 kW Ladeleistung bei einem Drittel. Ja, irre. Also tolles Reiseauto, toller Fahrkomfort, super Ladeleistung, super schnell bist du wieder startklar und abfahrtsbereit auf der nächsten Urlaubsreise mit bis zu 7 Personen und Gepäck und noch einem Anhänger hinten dran. Irre, oder? Zeit für ein Fazit. Was für ein imposantes Auto in eigentlich allen Dimensionen. Sowohl von der Größe wie auch von den Fahrleistungen, vom Fahrkomfort, vom Nutzwert, 7 Sitze, Anhängerlast, als auch von den Ladedaten, von der Ladegeschwindigkeit, 100 Kilowattstunden Akku in der kurzen Zeit voll zu kriegen. Damit ist der Kia EV9 für mich einmalig. Man kann darüber diskutieren, ob jeder so ein großes Auto braucht und ob 2,6 Tonnen Leergewicht nun der richtige Start in die Elektromobilität sind, kann ich alles verstehen. Und trotzdem gibt es dafür einen Anwendungsfall und es gibt ein Publikum, was genau diesen Platz, diese Sitzanzahl und auch die Anhängelast sucht und dann hier auch, ja, ich sag mal, Top-of-the-Line-Technik vorfindet. Wie ist eure Meinung zum Kia EV9? Schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ich bin Oliver von 163 Grad. Hinter der Kamera war Jonathan und wir sehen uns im nächsten Video.